sag mal was sehr Provokantes. Bitte. Geht nicht um Zeit, geht nicht um Geld. Es geht um die Frage, wie wichtig ist mir dieses Kind? Um Bedeutsamkeit. Und unsere Aufmerksamkeit und alles, was wir tun, wird bestimmt von dem, was wir im Leben für uns für besonders wichtig halten. Und wenn ich unbedingt meine, ich müsse jetzt arbeiten gehen, um mir dieses und jenes leisten zu können, dann finde ich das dann möglicherweise wichtiger als mein Kind. Und dann kann ich das abgeben. Das tut normalerweise weh. Ja. Und normalerweise bringt das keine Mutter fertig. Und da braucht man schon ein ganzes gesellschaftliches Überredungssystem, was dieser Mutter erklärt, dass das total normal ist und dass das auch dem Kind nicht schadet, wenn man es abgibt. Und viele Mütter sind, glaube ich, Väter genauso. Ja. Väter sind eigentlich noch schlimmer, weil die sich noch leichter überreden lassen, Karriere zu machen. Also viele Eltern sind inzwischen eben in einer Situation, wo sie den Blick für das verloren haben, was wirklich wichtig ist und sich deshalb dann, wenn ich es jetzt böse sage, manipulieren lassen. Sie lassen sich einreden, das sei eben alles okay, wenn sie das Kind mit in so einem frühen Alter in irgendeine Einrichtung geben. Man muss sich auch angucken, was da passiert und was hat das Kind davon, dass es in so einer Einrichtung ist. Und wieder könnte man als Hirnforscher dann daherkommen, könnte sagen, das könnt ihr euch da alle selbst ausdenken. Wenn ihr ein Kind so früh in eine Einrichtung tut, wo es im Wesentlichen umgeben ist von anderen Kindern, was wird es lernen? Es wird lernen, wie es sich in dieser Gemeinschaft mit den anderen Kindern und deren vielen Besonderheiten irgendwie zurechtfindet. Das heißt, es wird etwas erlangen, was die Psychologen dann Sozialkompetenz nennen. Aber zu dieser Sozialkompetenz gehört dann auch, sich durchzusetzen. Wenn der andere den Bagger hat, dass man den auch sich besorgt und dass man da auch immer auf sich aufmerksam macht und dass die einen auch sehen. Und das ist alles das, was ein Kind in so einer Krippe lernt. Und im Grunde genommen könnte man sagen, in der Krippe oder in so einer Früherziehungseinrichtung lernen Kinder sehr früh, sich an die Erwartungen anderer, auch anderer Kinder anzupassen. Also wenn man schön angepasste Kinder haben will, wunderbar, alle ab in die Krippe, alle ab in solche Einrichtungen, wo sie alle nach demselben Schema sozusagen früh gefördert werden. Und dann könnte es aber auch Eltern geben, die auf die Idee kommen, dass es für eine Gesellschaft nicht so gut ist, lauter Leute zu haben, die angepasst sind, die dies nicht mehr, wo nur noch ganz wenige oder kaum noch jemand dabei ist, der noch das besitzt, was man Eigensinn nennt. Weil eine Gesellschaft, in der das alles so über einen Kamm geschoren ist, läuft natürlich Gefahr, dass die dann auch alle in eine Richtung laufen. Und das ist der Tod. Weil es muss immer welche geben, die sagen, nein, lauft ihr alle nach rechts, ich bleib stehen. Und lauft ihr alle vorwärts, ich bleib stehen. Und ich gehe vielleicht sogar zurück, weil ich merke, dass wir uns da hinten irgendwo verlaufen haben. Also ohne diese Menschen geht eine Gesellschaft zugrunde. Und ich glaube tief in meinem Herzen, dass Eltern so ein angepasstes Kind gar nicht haben wollen. Die wollen eigentlich ein eigenständiges Kind, was da einen eigenen Weg sucht und was nicht sich von anderen einreden lässt, worauf es im Leben ankommt. Und kriegen es aber nicht hin, weil sie selbst natürlich auch durch diese Mühlen durchgegangen sind, sich häufig dann tapfer durchgeschlagen haben, viele eigene lebendige Anteile und lebendige Bedürfnisse in sich selbst unterdrückt haben, damit sie möglichst gut funktionieren können. Und dann hängen sie in so einem Hamsterrad drin. Und wenn es ganz besonders schlimm kommt, haben sie da drin auch noch Karriere gemacht und sind erfolgreich geworden. Und dann kommt man gar nicht wieder raus. Ja, dann identifiziert man sich ja noch mit der Verwickeltheit, in die man da geraten ist oder die man sich ins Hirn gebaut hat. Und dann dann ist man davon überzeugt, dass man nur mit Druck was leistet. Und dann ist man davon überzeugt, dass ohne Wettbewerb es keinen Fortschritt gibt. Das ist so. Und dann kann man sich ja ausrechnen, was dabei rauskommt. Leute, also jetzt immerhin eine junge Generation, die keine Lust mehr auf diesen Druck hat. Freue ich mich drüber. Aber das ist doch nicht das, was wir uns eigentlich wünschen. Wir wünschten doch uns nicht eine junge Generation, die keine Lust mehr auf Druck hat. Wir wünschten uns ja eine junge Generation, die Lust hat, diese Welt zu gestalten und diesen Müll und dieses Elend beiseite zu räumen, das wir hier als alte, weiße Männer da und Frauen ihnen aufgebürdet haben. Mhm. Ja, und dazu braucht es aber immer wieder eine neue Generation, die mit dieser Kraft
rausgeht, und diese Kraft können sie aber nur dann in sich selbst sammeln, wenn sie diese Erfahrung machen, dass sie bei Menschen groß werden, die es gut mit ihnen meinen. Also das heißt, wir müssten eigentlich alle versuchen, ein unbedingtes, und Eltern natürlich erst recht, und Lehrer und Erzieher und wer auch immer, wir müssten alle ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung dieses anderen Menschen und vor allen Dingen dieses Kindes haben. So, das hört sich gut an. Ne? Dann würden wir, unbedingt heißt ja, egal wie der gerade unterwegs ist und was der möglicherweise da für unangenehme Dinge da von sich gibt, hätten wir ein unbedingtes Interesse an dessen Entfaltung. So, und wissen Sie, wie das heißt, was das für eine Definition ist? Ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen. Das ist eine Definition für Liebe. Und zwar die einzig richtige, die es gibt. Alles andere hat mit Liebe nichts zu tun. Wenn ich meinen Partner brauche, ne, damit es mir gut geht, das ist leider eine bestimmte Form von Abhängigkeit. Wenn ich die Kinder benutze, damit ich allen anderen vorzeigen kann, was ich für eine tolle Mutter bin, hat mit Liebe nichts zu tun. So, und jetzt kann man nochmal richtig von diesem Gesichtspunkt aus los und kann sich fragen, wo ist denn hier in dieser Welt für mich der Mensch, mit dem ich das Leben so gestalte, dass ich versuche, ihm dabei zu helfen, sich zu entfalten, und er das auch mit mir tut. Also wo wir in so einer Liebesbeziehung sind. Und jetzt darf man das heutzutage nicht Liebe nennen. Ne? Deshalb vergessen wir das jetzt wieder gleich, was ich jetzt gesagt habe. Wenn ich das zu einer Führungskraft sage, im Unternehmen, ne, der Chef, die müssten ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung ihrer Mitarbeiter haben. Das kann er aushalten. Das kann ich ihm auch erklären. Aber wenn ich ihm sagen würde, sie müssten ihre Mitarbeiter lieben, da weiß er nichts mit anzufangen. Da ist dieser Begriff Liebe so breit gelatscht in unserer Vorstellungswelt, dass man ihn leider nicht mehr verwenden kann. Aber er verbirgt sich hinter dieser Aussage unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen. Und das ist auch die einzige Beziehungsform, in der wir tatsächlich unser Leben so gestalten können, dass wir uns entfalten können. Wenn ich das unbedingte Interesse daran habe, dass ich mich hier als besonders toller Typ darstelle, dann wird das ein anderes Interview.